Hängematten und Hängestühle sind momentan in aller Munde. Herr Professor Lange, was ist eigentlich der Grund, warum das so ist? Warum bewegt gerade die Menschen so diese bewegenden Produkte? Damit haben Sie bereits viel gesagt. Was bewegt? Menschsein ist nichts Statisches, Menschsein ist etwas Bewegtes. Und das merken wir selbst dann, wenn wir eigentlich nur sitzen, was ja an sich ein statischer Vorgang ist. Und wir haben Gefallen daran, wenn wir selbst im Sitzen ein bisschen Spiel haben. Wenn wir mit dem Stuhl kippeln können, wenn wir mal aufstehen, ein Stückchen gehen, uns wieder hinsetzen, wenn wir dynamisch sitzen. Und dieses dynamische Sitzen ist ja in so einer Hängematte bzw. in einem Hängestuhl von vornherein gegeben. Und deshalb sind die quasi aus anthropologischer Sicht so interessant, sprechen uns von vornherein direkt an. Im Grunde könnte man sagen, es ist eine Zumutung, dass Kinder auf Stühlen sitzen müssen, wo sie immer, ich und der Stuhl, zwei verschiedene Sachen haben. Aber so eine Hängematte, da ist mein Atmen, spiegelt sich in der Bewegung der Hängematte wider. Meine Gestimmtheit, ob ich an dem Tag gut drauf bin, schlecht drauf bin, spiegelt sich in dieser Hängematte wider. Und auch andersrum, die schwingende Bewegung, die wirkt auf mich, auf meine Psyche, meine Haltung, meine Gestimmtheit im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich pendel mich ein. Am liebsten würde ich den ganzen Tag da drin verbringen. Muss ich aber nicht, weil wenn ich weiß, ich habe bei mir zu Hause einen Ort, wo diese Hängematte oder dieser Hängestuhl ist, dann kann ich jederzeit diesen Ort aufsuchen und es mir gut gehen lassen. Mich wieder einstimmen. Ja, der Hängestuhl, der ermöglicht eine ganz neue Form oder eine ganz andere Form des Sitzens. Und zwar ein bewegtes Sitzen, ein beschwingtes Sitzen, ein schaukelndes Sitzen, ein Sitzen, in dem wir Resonanz verspüren. Das heißt, wir sind nicht statisch in der Welt, sondern durch einfachste Bewegungen können wir unser Sitzen ein bisschen in Schwung bringen, ohne dass wir auf Behaglichkeit im Sitzen verzichten müssen. Und das ist schlichtweg genial, dass wir bei so einer Tätigkeit, die wir tagsüber stundenlang machen, da Spiel reinbringen. Das ist, wenn man sich jetzt längere Zeit damit befasst, denkt man, naja, so ein richtig großer Wurf ist es nicht, weil das eine Selbstverständlichkeit ist. Und es gibt Hängestühle schon seit Hunderten, seit Tausenden von Jahren unter Umständen in den verschiedenen Varianten. Aber dadurch, dass La Siesta diese Hängestühle einem breiten Publikum zugänglich macht, kann sich jeder mit ein paar Mausklicks oder mit einem Einkauf entsprechend versorgen und den passenden Hängestuhl für seine Sitzgelegenheit aussuchen und dann eben dieses bewegte Sitzen für sich persönlich in seinem privaten Umfeld zum Thema machen. Es ist finanziell überschaubar und man hat eine Riesenreichweite dadurch erreicht, die man bei diesem Banalthema Sitzen, wenn man nicht weiter drüber nachdenkt, ansonsten nicht gehabt hätte. Und das finde ich enorm innovativ und deshalb hat der Hängestuhl dann auch dieses Siegel bekommen. Auf jeden Fall. Wenn man sich die verschiedenen Konzeptionen zur betrieblichen Gesundheitsförderung oder zur Gesundheitsförderung im Allgemeinen anschaut, dann haben die an einer Stelle eines gemeinsam, nämlich, dass man mit diesem althergebrachten Sitzen aufhören muss. Man sagt dann in diesen Diskursen auch häufig, das Sitzen ist das neue Rauchen. Also das ist der eigentliche Risikofaktor für Gesundheit, dieses althergebrachte Sitzen. Und wir müssen dieses althergebrachte Sitzen durch ein bewegtes Sitzen ersetzen, beziehungsweise durch Bewegung insgesamt ersetzen, sprich zu Fuß unterwegs sein, moderates Gehen, Laufen, Stehen oder eben dann auch beschwingte, dynamische Sitzen. Das wäre enorm wichtig und weil wir eben so viel Zeit im Sitzen verbringen, sind selbst kleinste Veränderungen unter Umständen enorm profitabel im Hinblick auf allgemeine Gesundheitsförderung. Nicht nur in körperlicher Hinsicht, sondern auch in sozialer Hinsicht, was das Miteinander betrifft und dann eben auch in kommunikativer Hinsicht, weil wir dadurch ganz andere Möglichkeiten der Interaktion haben, des Aufeinander-Eingehens und auch des sich wieder Zurückziehens und eben wieder Zuwendens, je nachdem. Und das durch ganz, ganz einfache Möglichkeiten. Das ist schlichtweg genial.